Lektion 1. Deine Zukunft versichern. Guten Morgen, Anna. Haben Sie in letzter Zeit über Ihren Versicherungsschutz nachgedacht? Weißt du, ich wollte mir das mal genauer ansehen. Was schlägst du vor? Nun, es ist immer eine gute Idee, Ihre Richtlinien zu überprüfen und nach Lücken zu suchen. Das macht Sinn. Welche Anpassungen sollte ich in Betracht ziehen? Denken Sie über Ihre aktuellen Bedürfnisse und Ihren Lebensstil nach. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung übereinstimmt. Okay, das ist ein kluger Ansatz. Gibt es bestimmte Bereiche, auf die ich mich konzentrieren sollte? Gesundheit, Leben und Behinderung sind die großen Themen. Bewerten Sie die Grenzwerte und Selbstbehalte. Verstanden. Und was ist mit Haus- und Autoversicherungen? Die sind auch wichtig. Absolut. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Schutz für Ihr Vermögen haben. Guter Punkt. Ich muss mir die Einzelheiten dieser Richtlinien ansehen. Definitiv. Und vergessen Sie nicht, Angebote verschiedener Anbieter zu vergleichen. Ah ja, Einkaufen ist der Schlüssel, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden. Exakt. Nehmen Sie sich Zeit und scheuen Sie sich nicht zu verhandeln. Fantastisch, das gibt mir einen guten Ausgangspunkt. Danke für den Rat. Gar kein Problem. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben. Lektion 2. Aromatische Einblicke. Hey Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, ätherische Öle zu verwenden? Weißt du, ich war neugierig auf sie. Was sind deine Gedanken? Ich denke, sie können ein wirklich vielseitiges und natürliches Mittel sein, um das Wohlbefinden zu verbessern. Interessant, auf welche Weise verwendet man ätherische Öle? Nun, ich verteile sie gerne für die Aromatherapie. Es ist so beruhigend. Oh, das klingt wunderbar. Was sind einige deiner Lieblingsdüfte? Lavendel ist ein Klassiker, aber ich liebe auch die belebenden Noten von Zitrusfrüchten. Die klingen göttlich. Wo kaufen Sie normalerweise Ihre Öle? Normalerweise finde ich sie im Bioladen. Sie haben eine große Auswahl. Gut zu wissen. Das muss ich mir ansehen, wenn ich das nächste Mal dort bin. Definitiv. Sie können etwas teuer sein, aber ein bisschen reicht aus. Es ist gut, das im Hinterkopf zu behalten. Irgendwelche Tipps zur Auswahl hochwertiger Öle? Achten Sie auf 100% reine Öle von therapeutischer Qualität. Vermeiden Sie alles, was verdünnt ist. Exzellente Beratung. Das werde ich beim Stöbern im Hinterkopf behalten. Fantastisch. Ich bin sicher, Sie werden einige tolle Öle finden, die Sie lieben werden. Lektion 3. Individualität annehmen. Hey Anna, kann ich etwas teilen, das mir in letzter Zeit durch den Kopf gegangen ist? Absolut, ich bin hier, um zuzuhören. Was ist los? Nun, ich hatte mit dieser Tendenz zu kämpfen, mich ständig mit anderen zu vergleichen. Das kann ich nachvollziehen. Es ist so leicht, in die Falle zu tappen, uns selbst zu vergleichen.
Genau. Und am Ende fühle ich mich immer unzulänglich oder als wäre ich nicht gut genug. Ich kenne das Gefühl. Es ist so eine ungesunde Angewohnheit, aber sie ist schwer abzulegen. Du hast recht. Ich denke, ein Teil des Problems ist, dass ich immer versuche, einem Ideal gerecht zu werden. Ja, es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jeder Weg anders ist. Wir sind alle einzigartig. Das ist ein gutes Argument. Ich sollte mich mehr auf meine eigenen Stärken und mein Wachstum konzentrieren, nicht auf andere. Definitiv. Umarme, was dich besonders und einzigartig macht. Das ist das Wichtigste. Du hast recht. Ich muss daran arbeiten, mein Selbstvertrauen aufzubauen und freundlicher zu mir selbst zu sein. Absolut. Es ist eine Reise, aber sie ist es so wert. Ich glaube an dich, John. Danke, Anna. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, das mit mir zu besprechen. Jederzeit. Dafür sind Freunde da. Ich bin hier, falls du mal mehr reden musst. Ich bin dankbar, dich in meiner Ecke zu haben. Es bedeutet mir viel. Lektion 4. Gemeinsamkeiten finden. Guten Morgen, Anna. Kann ich deine Gedanken zu etwas hören? Klar, was geht dir durch den Kopf? Ich habe viel über die jüngsten Proteste und die damit verbundenen Debatten nachgedacht. Es ist ein komplexes Thema, nicht wahr? Es gibt auf beiden Seiten gültige Punkte. Definitiv. Ich stimme zu, dass friedliche Proteste unglaublich mächtig sein können. Absolut. Gewaltfreie Aktionen treiben seit langem den sozialen Wandel voran. Exakt. Aber ich habe mit den Sachschäden und dem Vandalismus zu kämpfen. Ich verstehe, was du meinst. Diese Art der Zerstörung kann die Botschaft untergraben. Richtig. Es gibt Kritikern eine einfache Möglichkeit, die gesamte Bewegung abzulehnen. Das ist ein faires Argument. Wir müssen Wege finden, um unsere moralische Oberhand zu wahren. Exakt. Ich bin für leidenschaftlichen Protest, aber er muss innerhalb gewisser Grenzen bleiben. Ich höre dich. Es muss ein Gleichgewicht zwischen Wirkung erzielen und friedlich bleiben. Absolut. Hast du irgendwelche Gedanken, wie wir dieses Gleichgewicht finden können? Es ist eine schwierige Herausforderung, aber offener Dialog und Kompromisse sind entscheidend. Wir müssen einander zuhören. Das ist eine großartige Perspektive. Es ist so wichtig, Gemeinsamkeiten zu finden, selbst bei strittigen Themen. Lektion 5. Mit Ambiguität umgehen. Hey Anna, kann ich dir etwas sagen? Ich bin ein bisschen verwirrt, was eine Arbeitssituation angeht. Natürlich höre ich gerne zu. Was ist los? Nun, mein Chef hat mir versichert, dass ich eine deutliche Gehaltserhöhung bekommen würde, aber die Details waren ziemlich vage. Das klingt ein bisschen zweideutig. Was haben Sie genau gesagt? Sie verwendeten eine sehr allgemeine Sprache, wie etwas sehr Substanzielles. Aber nichts Konkretes. Ich verstehe. Das ist eine knifflige Situation.
Haben sie dir einen Zeitplan oder die nächsten Schritte genannt? Nicht wirklich. Sie sagten nur, dass es passieren würde, gaben mir aber keine klare Vorstellung davon, wann. Okay, das ist verständlich, warum du dich verwirrt fühlst. Ambiguität kann frustrierend sein. Genau. Ich will nur wissen, was mich erwartet, weißt du? Ich mag all diese Ungewissheit nicht. Vollkommen. Es ist immer besser, eine klare Kommunikation und definierte Erwartungen zu haben. Definitiv. Ich mache mir Sorgen, dass ich mich auf Enttäuschungen einstellen könnte. Ich verstehe das. In einer Situation wie dieser halte ich es für klug, das nachzuholen, um mehr Klarheit zu schaffen. Ja, du hast recht. Ich sollte wahrscheinlich ein Treffen vereinbaren, um einige konkrete Details zu erfahren. Guter Plan. Gehen Sie ruhig und professionell an. Hoffentlich erhalten Sie einige solide Antworten. Okay, das mache ich. Danke, dass du zugehört und mir beim Nachdenken geholfen hast, Anna. Lektion 6. Ausflug ins Lebensmittelgeschäft. Guten Morgen, Anna. Hast du heute Lust auf einen Einkaufsbummel? Unbedingt. Was müssen wir abholen? Nun, mir gehen ein paar wichtige Dinge aus. Lass mich nachdenken. Okay, was steht auf der Liste? Ich helfe gerne aus. Wir brauchen auf jeden Fall frische Produkte, vielleicht etwas Gemüse und Obst. Gute Entscheidung. Was sonst? Milchprodukte? Brot? Definitiv Milch und Eier. Und ich habe kein Brot mehr, also ist das ein Muss. Ich hab's. Sonst noch etwas? Snacks oder Haushaltsgegenstände? Ich könnte auch etwas Toilettenpapier und Waschmittel gebrauchen. In Ordnung. Klingt nach einer soliden Liste. Gehen wir bald los? Absolut. Ich bin bereit, wenn du es bist. Das wird eine gute Gelegenheit sein, das nachzuholen. Definitiv. Ich freue mich auf unseren kleinen Einkaufsbummel. Ich auch. Es wäre schön, die Gesellschaft zu haben. Sollen wir gehen? Geht voran. Ich bin direkt hinter dir. Toll, lass es uns machen. Das wird eine produktive und angenehme Angelegenheit, glaube ich. Lektion 7. Terminalprobleme. Entschuldigung, können Sie mir helfen, das richtige Terminal zu finden? Natürlich. Zu welchem Terminal versuchst du zu gelangen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich bin ein bisschen verloren in diesem Flughafen. Okay, kein Problem. Lass mich einen Blick in das Verzeichnis werfen. Ich weiß das zu schätzen. Ich sollte einen Flug nach Chicago erwischen. In Ordnung, lass mich sehen. Ah, die Flüge nach Chicago sind im Terminal C. Terminal C, verstanden. Kannst du mir die richtige Richtung zeigen? Absolut. Gehen Sie diesen Flur entlang und biegen Sie dann links ab. Terminal C befindet sich auf der rechten Seite.
Wunderbar, vielen Dank. Ich hatte Angst, meinen Flug zu verpassen. Ich helfe gerne weiter. Terminal C ist nur einen kurzen Spaziergang von hier entfernt. Puh, das ist eine Erleichterung. Freut mich, dass ich dich getroffen habe. Gar kein Problem. Die Flughafennavigation kann schwierig sein. Erzähl mir davon. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du dir die Zeit nimmst. Natürlich. Ich freue mich, dass ich dich in die richtige Richtung weisen konnte. Ich auch. Okay, ich gehe besser. Ich will nicht zu spät kommen. Lektion 8. Inspirierende Ambitionen. Hey Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, wozu du wirklich fähig bist? Das ist eine gute Frage. Ich denke definitiv viel über mein Potenzial nach. Das Gleiche hier. Es ist inspirierend, alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, nicht wahr? Absolut. Ich habe das Gefühl, dass wir uns beide ständig selbst herausfordern. Definitiv. Es gibt immer Raum, um zu wachsen und unseren Horizont zu erweitern. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist ermutigend, die Grenzen dessen, was wir tun können, zu überschreiten. Vollkommen. Ich finde es wirklich motivierend, mir ehrgeizige Ziele zu setzen. Ich auch. Es ist so lohnend, wenn man etwas erreicht, das man nicht für möglich gehalten hätte. Einverstanden. Ich liebe dieses Erfolgserlebnis und das persönliche Wachstum. Es ist unglaublich, zu wie viel wir fähig sind, wenn wir uns darauf konzentrieren. Exakt. Das menschliche Potenzial ist wirklich grenzenlos, glaube ich. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist inspirierend, über alles nachzudenken, was wir erreichen können. Definitiv. Ich bin gespannt, was die Zukunft für uns beide bereithält. Ich auch. Die Möglichkeiten sind endlos, wenn sie Tatendrang und Entschlossenheit haben. Absolut. Das war ein toller Chat. Ich fühle mich voller Energie und bereit, es mit der Welt aufzunehmen. Lektion 9. Fitnessspaß. Guten Morgen, Anna. Mir fiel auf, dass du in letzter Zeit etwas energiegeladener aussiehst. Du hast recht, John. Ich habe sogar mit einer neuen Fitnessroutine angefangen, und das hat einen großen Unterschied gemacht. Das ist fantastisch. Was für Übungen hast du gemacht, um so tolle Ergebnisse zu erzielen? Nun, ich habe es durcheinander gebracht, ein bisschen Cardio, etwas Krafttraining und sogar etwas Yoga. Ah, ein abgerundeter Ansatz. Das ist ein guter Rat. Gibt es Übungen, die dir besonders Spaß machen? Definitiv. Ich habe wirklich Gefallen am Klettern gefunden. Es ist so ein lustiges Ganzkörpertraining. Klettern, hm? Das klingt berauschend. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Das solltest du. Es ist unglaublich ermutigend und das Erfolgserlebnis ist unschlagbar. Das kann ich mir vorstellen. Und es muss eine nette Abwechslung zum typischen Fitnessroutine sein. Absolut. Das macht die Dinge wirklich spannend und verhindert, dass mir langweilig wird.
Das ist ein gutes Argument. Abwechslung ist der Schlüssel, wenn es darum geht, ein konsistentes Fitnessprogramm aufrechtzuerhalten. Exakt. Und der soziale Aspekt des Kletterns ist ein zusätzlicher Bonus. Es ist eine unterhaltsame Art, Freunde kennenzulernen. Ich liebe das. Bei Fitness sollte es nicht nur um die körperlichen, sondern auch um die geistigen und sozialen Vorteile gehen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es geht darum, Aktivitäten zu finden, die Ihnen wirklich Spaß machen und auf die Sie sich freuen. Nun, du hast sicherlich mein Interesse geweckt, Anna. Ich glaube, ich muss dem Klettern eine Chance geben. Lektion 10. Unsere Leidenschaften entdecken. Jo, Anna, ich wollte fragen, was sind deine Hobbys? Oh, ich habe alle möglichen lustigen Hobbys. Ich liebe es, in meiner Freizeit zu zeichnen und zu malen. Oh, das ist so cool. Hast du einen bestimmten Stil oder ein bestimmtes Thema, auf das du dich gerne konzentrierst? Ich mache wirklich gerne abstrakte Arbeiten, bei denen ich meiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Das klingt großartig. Ich wünschte, ich hätte diese Art von künstlerischem Talent. Ich kritzele eher. Hey, Kritzeln ist eine eigenständige Kunstform. Was für Dinge zeichnest du gerne? Meist nur zufällige Formen und Muster. Nicht zu aufwendig, aber es ist entspannend. Ich wette, das ist es. Zeichnen ist eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen und sich auszudrücken. Absolut. Neben der Kunst, welche anderen Hobbys erforschst du gerne? Ich mag es auch sehr, zu wandern und draußen zu sein. Es gibt nichts Besseres als einen schönen malerischen Weg. Das ist unglaublich. Ich wollte schon immer mehr wandern. Irgendwelche Empfehlungen für gute Wanderwege? Definitiv. Es gibt diesen wunderschönen Ort etwas außerhalb der Stadt mit einer unglaublichen Aussicht. Oh, das muss ich mir ansehen. Danke für den Tipp. Was ist mit dir irgendwelche anderen Hobbys? Mal sehen. In meiner Freizeit backe ich auch sehr gerne. Es ist so therapeutisch. Backen, hm? Das ist super beeindruckend. Ich bin selbst eher ein Snacker als ein Bäcker. Lektion 11. Nachhaltigkeitssinn. Hey Anna, ich habe gehört, dass du dich wirklich für Nachhaltigkeit und erneuerbare Ressourcen interessierst. Erzähl mir mehr darüber. Absolut, John. Ich bin begeistert davon, Wege zu finden, Abfall zu reduzieren und mehr erneuerbare Materialien in unser tägliches Leben zu integrieren. Das klingt großartig. Auf welche erneuerbaren Ressourcen haben Sie sich konzentriert? Nun, ein Bereich, den ich erforscht habe, ist die Verwendung von mehr Bambusprodukten. Bambus ist ein so vielseitiges und umweltfreundliches Material. Ah ja, ich habe gehört, dass Bambus unglaublich nachhaltig ist, weil er so schnell wächst. Genau. Und es kann für alles verwendet werden, von Möbeln über Kleidung bis hin zu Küchenutensilien. Faszinierend. Welche anderen erneuerbaren Ressourcen haben Sie untersucht? Solarenergie ist ein weiterer großer Faktor. Die Nutzung der Sonnenenergie ist eine so effiziente und saubere Art der Stromerzeugung.
Das ist eine fantastische Idee. Haben Sie darüber nachgedacht, Sonnenkollektoren bei Ihnen zu installieren? Das habe ich tatsächlich. Ich schaue mir das an und die Anfangsinvestition scheint sich auf lange Sicht zu lohnen. Ich stimme zu, die Vorabkosten können hoch sein, aber die ökologischen und finanziellen Vorteile sind enorm. Definitiv. Und es gibt auch so viele andere erneuerbare Optionen wie Wind, Geothermie und Wasserkraft. Wow, du kennst dich wirklich aus, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Ich bin beeindruckt. Danke. Ich bin immer bestrebt, mehr zu erfahren und neue Wege zu finden, um meinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Nun, betrachte mich als inspiriert. Ich muss einige Nachforschungen anstellen und sehen, welche erneuerbaren Änderungen ich vornehmen kann. Lektion 12. Handtuch anfordern Redux. Entschuldigung, könnte ich noch ein paar Handtücher für mein Zimmer haben? Absolut. Wie viele hättest du gerne? Vielleicht 2 oder 3 extra, wenn das möglich ist. Gar kein Problem. Ich kann sie sofort ansprechen. Das wäre wunderbar. Ich freue mich sehr über Ihre Hilfe. Es ist mir ein Vergnügen. Brauchten Sie noch etwas für Ihren Aufenthalt? Nun, jetzt, wo du es erwähnst, könnten die Kissen in meinem Zimmer etwas Auflockern vertragen. Ah, ich verstehe. Ich werde dafür sorgen, dass ich mich auch darum kümmere. Du bist eine Lebensretterin, Anna. Ich bin so froh, dass ich dich um Hilfe gebeten habe. Ich helfe gerne auf jede erdenkliche Weise. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Lass mich nachdenken. Oh, ich weiß, ein paar zusätzliche Kleiderbügel im Schrank wären toll. Absolut. Ich werde dafür sorgen, dass du auch damit auf Lager bist. Du bist die Beste, Anna. Ich bin wirklich beeindruckt von dem Service hier. Nun, wir möchten, dass sich unsere Gäste wie zu Hause fühlen. Lass mich wissen, wenn es noch etwas anderes gibt. Ich denke, das deckt es vorerst ab. Nochmals vielen Dank, Sie waren eine große Hilfe. Lektion 13. Charlottes musikalisch Reise. Jo Anna, hast du die Neuigkeiten über Charlottes neuesten Albumdeal gehört? Hey John, ja, das habe ich. Offenbar hat sie gerade einen neuen Vertrag mit Sony unterzeichnet. Wow, das ist riesig. Ich wusste, dass ihre Karriere gerade Fahrt aufnahm, aber ein Deal mit einem Major-Label? Absolut, es ist ein großer Meilenstein. Der Vertrag umfasst 5 Alben, was wirklich beeindruckend ist. 5 Alben, Sie muss überglücklich über diese Art von Gelegenheit sein. Ich bin mir sicher, dass sie das ist. Es ist ein Beweis für den Erfolg ihres ersten Albums, das letztes Jahr veröffentlicht wurde. Definitiv. Das Album lief so gut, dass es sie wirklich berühmt gemacht hat. Zweifellos. Der Beifall der Kritiker und die starken Verkäufe müssen die Aufmerksamkeit von Sony erregt haben. Vollkommen. Und mit den Ressourcen und der Unterstützung eines großen Labels kann sie die Dinge wirklich auf die nächste Stufe heben. Exakt. Dieser Deal wird ihr die Plattform geben, um ihre Fangemeinde zu vergrößern und sich wirklich als Künstlerin zu etablieren.
Absolut. Ich bin gespannt, welche Art von kreativer Kontrolle sie im Rahmen dieses Vertrags haben wird. Guter Punkt. Hoffentlich kann sie immer noch die künstlerische Vision beibehalten, die ihr Debüt so überzeugend gemacht hat. Das ist eine wirklich wichtige Überlegung. Die Unterzeichnung bei einem Hauptfach kann manchmal auf Kosten der kreativen Freiheit gehen. Stimmt, aber mit ihrem Talent und ihrer nachgewiesenen Erfolgsbilanz hat sie vielleicht mehr Einfluss, um das Sagen zu haben. Wir hoffen. So oder so, es ist ein aufregendes neues Kapitel in Charlottes musikalischer Reise. Lektion 14. Unseren Träumen nachjagen. Joanna, weißt du, was ich neulich gedacht habe? Nein, was beschäftigt dich, John? Ich dachte, wir sollten uns zusammenschließen und unsere Träume wahr werden lassen. Was sagst du? Zusammen. Du meinst, wir sollten als Team an unseren Zielen arbeiten? Das klingt nach einer tollen Idee. Genau. Ich habe das Gefühl, wenn wir unsere Köpfe zusammenstecken, können wir so viel mehr erreichen. Ich bin dabei. Was für Träume hattest du im Sinn? Ich bin bereit, mit der Planung zu beginnen. Nun, ich wollte schon immer mein eigenes Unternehmen gründen, aber alleine war es ein bisschen entmutigend. Oh, ein Unternehmen zu gründen, das ist aufregend. Ich würde dir gerne dabei helfen. Ja, und ich weiß, dass du mehr reisen wolltest. Vielleicht finden wir einen Weg, beides zu tun. Unbedingt. Lassen Sie uns anfangen zu recherchieren und darüber nachzudenken, wie wir das erreichen können. Ganz gewiss. Ich habe das Gefühl, dass wir mit unseren Fähigkeiten und unserer Leidenschaft das schaffen können. Ich stimme zu, John. 2 Köpfe sind besser als einer, und ich denke, wir sind ein großartiges Team. Definitiv. Also, wo sollen wir anfangen? Ich bin bereit, unsere Träume in die Realität umzusetzen. Lassen Sie uns damit beginnen, unsere Ziele zu skizzieren und einen Aktionsplan auszuarbeiten. Das wird so viel Spaß machen. Ich kann es kaum erwarten. Mit dir an meiner Seite weiß ich, dass wir alles erreichen können, was wir uns vorgenommen haben. Lektion 15. Australien entdecken. Guten Morgen, Anna. Hast du von den neuesten Nachrichten aus Großbritannien gehört? Nein, was passiert? Erzähl mir Bescheid, John. Nun, Großbritannien hat beschlossen, das riesige, fast unbewohnte Land Australien als Strafkolonie zu nutzen. Wow, wirklich? Das ist faszinierend. Was denkst du über diese Entscheidung? Es ist ein ziemlich interessanter Schachzug, wenn du mich fragst. Sie verwandeln Australien im Grunde in ein riesiges Gefängnis. Ich sehe sowohl die Vor- als auch die Nachteile dieses Ansatzes. Es ist sicherlich ein mutiger Schritt Großbritanniens. Exakt. Einerseits könnte es dazu beitragen, die Überbelegung der britischen Gefängnisse zu verringern. Aber auf der anderen Seite werden Kriminelle im Grunde auf die andere Seite der Welt verbannt. Du bringst ein gutes Argument vor. Ich frage mich, wie sich die Menschen in Australien angesichts dieses massiven Zustroms von Verurteilten fühlen werden. Das ist eine gute Frage. Ich kann mir vorstellen,
dass sie diesbezüglich gemischte Gefühle haben werden. Das könnte wirtschaftliche Chancen, aber auch potenzielle Sicherheitsrisiken mit sich bringen. Definitiv. Es wird faszinierend sein zu sehen, wie sich das alles entwickelt. Australien ist ein so riesiges und ungezähmtes Land, es könnte der perfekte Ort für eine Strafkolonie sein. Absolut. Ich bin wirklich neugierig, mehr über diese ganze Situation zu erfahren. Es könnte ein echter Wendepunkt in der Geschichte Großbritanniens und Australiens sein. Ich auch, John. Das ist die Art von Geschichte, die die Zukunft eines ganzen Kontinents prägen könnte. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie sich das alles entwickelt. Das Gleiche hier. Wer weiß, vielleicht besuchen wir eines Tages Australien und sehen uns das Erbe dieser Entscheidung selbst an. Das wäre unglaublich. Eine Reise in das Land Down Under, um seine Geschichte und neue Siedlungen zu erkunden. Zählen Sie auf mich, John. Dann ist es ein Date. Das könnte der Beginn eines ganz neuen Abenteuers für uns sein. Lektion 16. Edisons geniale Idee. Hey Anna, wusstest du, dass Thomas Edison seine Ausbildung in sehr jungen Jahren begann? Nein, das wusste ich nicht. Erzähl mir mehr, John. Ich bin fasziniert. Nun, als junger Mann begann Edisons Mutter tatsächlich, ihn selbst zu unterrichten, bevor er überhaupt zur Schule ging. Wow, das ist faszinierend. Mir war nicht bewusst, dass er eine so einzigartige Erziehung hatte. Genau. Offenbar war seine Mutter besorgt, dass das traditionelle Schulsystem nicht in der Lage sein würde, seinem neugierigen und erfinderischen Geist gerecht zu werden. Das macht sehr viel Sinn. Edison war bekannt als unglaublich innovatives und zukunftsorientiertes Individuum. Absolut. Seine Mutter muss das früh erkannt haben und wollte seine Talente persönlicher fördern. Ich wette, das hat ihm später im Leben einen großen Vorteil verschafft. Mit dieser persönlichen Aufmerksamkeit und dem maßgeschneiderten Lehrplan von seiner Mutter. Definitiv. Es ermöglichte ihm, seine Fähigkeiten und Leidenschaften in seinem eigenen Tempo zu entwickeln, ohne die Einschränkungen einer typischen Unterrichtsumgebung. Das ist wirklich inspirierend. Es zeigt nur, wie wichtig individualisiertes Lernen ist und welche Wirkung ein unterstützender Elternteil haben kann. Vollkommen. Edisons Geschichte ist ein gutes Beispiel dafür, wie manchmal der unkonventionelle Ansatz zu den besten Ergebnissen führen kann. Ich stimme zu. Die Entscheidung seiner Mutter, seine Ausbildung selbst in die Hand zu nehmen, hat wahrscheinlich eine große Rolle dabei gespielt, ihn zu dem brillanten Erfinder zu machen, den wir heute kennen. Absolut. Es ist erstaunlich, darüber nachzudenken, wie anders sich sein Leben und sein Vermächtnis entwickelt hätten, wenn er nur das normale Schulsystem durchlaufen hätte. Exakt. Manchmal kann es den Unterschied ausmachen, um die Ecke zu denken. Edisons Mutter war eindeutig selbst eine Vordenkehrin. Absolut. Ich habe eine neue Wertschätzung für die Rolle gewonnen, die sie bei der Kultivierung seines unglaublichen Geistes und seiner Talente gespielt hat. Lektion 17. Erinnerungen am Seeufer. Erinnerst du dich an die warmen Sommertage, an denen wir im See in der Nähe unseres alten Hauses schwimmen gingen? Oh ja, das waren die besten. Ich habe so schöne Erinnerungen daran, in diesem erfrischenden Wasser zu planschen. Ich auch.
Es war der perfekte Weg, um der Hitze zu trotzen und einfach mit Freunden zu entspannen. Absolut. Ich kann mir immer noch die hohen Bäume am Ufer vorstellen und das Sonnenlicht, das auf der Oberfläche des Sees tanzt. Definitiv. Und das Geräusch, wie alle lachten und eine tolle Zeit hatten, es war eine so magische Atmosphäre. Definitiv. Diese unbeschwerten Sommertage am See waren wirklich einige der besten Zeiten. Ganz gewiss. Ich erinnere mich, dass wir Stunden da draußen verbracht haben, geschwommen, Spiele gespielt und einfach die Sonne genossen haben. Definitiv. Und der See war der perfekte Ort, um sich nach einem langen, heißen Tag abzukühlen. Exakt. Es war unsere eigene kleine Oase, weit weg vom Rest der Welt. Absolut. Diese Momente purer Glückseligkeit und Freiheit gehören zu meinen schönsten Erinnerungen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Der See war so ein besonderer Ort für uns, als wir aufwuchsen. Definitiv. Es hat einen wirklich einzigartigen Platz in meinem Herzen. Diese unbeschwerten Sommertage werden für mich immer etwas ganz Besonderes sein. Das Gleiche hier. Ich bin so dankbar, dass wir diesen schönen See in der Nähe hatten, um all diese unglaublichen Erinnerungen zu wecken. Ich auch. Es ist erstaunlich, wie kleine Momente wie dieser eine so bleibende Wirkung hinterlassen können. Absolut. Diese einfachen Freuden unserer Kindheit sind wirklich von unschätzbarem Wert. Lektion 18. Eine merkwürdige Kapriere. Hast du den mit dem Gurkendieb gehört? Der Gurkendieb? Das muss ich jetzt hören. Offenbar gab es eine Gruppe von Frauen, die ihren Garten pflegten, und eine von ihnen bemerkte, dass einige ihrer Gurken verloren gingen. Oh oh, eine Gurkenkaper. Was ist als nächstes passiert? Nun, sie behielten den Garten genau im Auge und siehe da, sie erwischten einen der einheimischen Männer, der versuchte, sich mit einem Drittel ihrer Gurkenernte davonzuschleichen. Ein Drittel. Das ist ein ziemlich gewagter Raub. Was haben die Frauen gemacht? Sie haben ihn natürlich zur Rede gestellt. Offenbar hatte der Mann den Mut zu behaupten, er habe nur die Gurken für eine der Frauen in der Hand gehalten. Moment, er hat versucht, es einer der Frauen zuzuschreiben? Wie ist das rübergegangen? Gar nicht gut. Die Frauen hatten nichts davon und jagten den armen Kerl mit den Gurken in der Hand aus dem Garten. Haha, ich wette, Sie haben ihm den Marsch geblasen. Haben Sie je herausgefunden, wen er verleumden wollte? Das ist das Beste daran, ihnen wurde klar, dass er nur damit durchkommen wollte, ihr hart verdientes Gemüse zu stehlen. Kannst du den Nerv glauben? Unglaublich. Manche Menschen werden alles versuchen, um mit ihren Missetaten davonzukommen. Ich bin froh, dass die Frauen ihn auf frischer Tat ertappt haben. Absolut. Du legst dich nicht mit einer Gruppe entschlossener Gärtner und ihren kostbaren Gurken an. Wahrere Worte wurden nie gesprochen. Ich stelle mir gerade die Szene vor. Ein Haufen lebhafter Frauen, die einen Gurkendieb verfolgen. Klassisch. Haha, ich weiß, oder? Es ist die Art von Geschichte, bei der du nur ungläubig den Kopf schüttelst. Lektion 19.
Buchung eines Business Retreats. In Ordnung, ich habe eine Frage an dich. Wissen Sie, ob dieses Hotel Tagungsräume zur Verfügung hat? Besprechungsräume? Absolut. Dafür ist dieser Ort perfekt. Sie haben eine ganze Reihe von Konferenzeinrichtungen vor Ort. Oh, fantastisch. Ich versuche, ein Geschäftstreffen für mein Team zu organisieren, und wir suchen nach einem Veranstaltungsort, der uns unterbringen kann. Nun, dann bist du an der richtigen Stelle. Dieses Hotel bietet alle Arten von Tagungsräumen und Veranstaltungsräumen zur Auswahl. Wunderbar, genau das brauche ich. Wissen Sie zufällig, ob sie in den nächsten Wochen verfügbar sind? Lass mich das überprüfen. Klicks entfernt auf dem Computer HMM. Ja, es sieht so aus, als hätten Sie einige freie Plätze in Ihrem Kalender. An was für ein Setup hast du gedacht? Nun, wir brauchen etwas, das bequem Platz für etwa 20 Personen bietet. Und es wäre toll, wenn auch 1 oder 2 Brekut-Räume verfügbar wären. Okay, verstanden. Typen mehr ja, Sie haben ein paar Tagungsräume, die perfekt für eine Gruppe dieser Größe geeignet wären. Einer von ihnen hat sogar einen separaten Brekut-Bereich. Fantastisch, das klingt ideal. Wie hoch ist die Verfügbarkeit dieser Zimmer? Mal sehen. Schaut noch mal im Kalender nach. Sie haben nächsten Dienstag bis Donnerstag eine Eröffnung im Hauptkonferenzraum. Würde das für den Zeitplan Ihres Teams funktionieren? Nickt ja, das Timing ist perfekt. Können wir dann weitermachen und diese Termine reservieren? Absolut. Darum kümmere ich mich jetzt für dich. Nur zur Bestätigung, es ist der Hauptkonferenzraum plus der Brekut-Raum, richtig? Ja, das stimmt. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du das für mich untersucht hast. Das wird für unser Retreat sehr hilfreich sein. Ich helfe gerne weiter. In Ordnung, ich habe deine Buchung abgeschlossen. Lass es mich einfach wissen, wenn du noch etwas brauchst, während du die Pläne fertigstellst. Werde ich machen. Danke nochmal. Das ist eine Last von meinem Kopf, zu wissen, dass wir den perfekten Veranstaltungsort vorbereitet haben. Lektion 20. Modische Statements. Hey Anna, hast du diese coolen Statement-Armbänder gesehen, die heutzutage so beliebt sind? Du meinst die mit ermächtigenden Botschaften? Die liebe ich. Die machen so viel Spaß, Accessoires zu verschönern. Vollkommen. Ich wollte schon immer eins haben, aber ich kann mich nicht entscheiden, welches Design mir am besten gefällt. Ich weiß, es gibt so viele tolle Möglichkeiten. Hast du die gesehen, die Dinge wie Girlboss oder Slee sagen? Oh ja, die sind echt cool. Ich habe auch diejenigen im Auge behalten, auf denen motivierende Zitate stehen. Oh ja, die sind auch toll. Eine kleine tägliche Dosis Inspiration an ihrem Handgelenk. Genau. Ich bin hin und her gerissen zwischen einem feministischen Slogan oder einem, der allgemeiner ist, wie Dream Big. Schwierige Wahl. Ich denke, es hängt von ihrem persönlichen Stil ab und davon, welche Botschaft sie vermitteln möchten. Das ist ein gutes Argument. Ich möchte, dass es sich für mich authentisch anfühlt, weißt du? Nicht nur trendig. Definitiv. Es sollte etwas sein, das wirklich zu ihnen und ihren Werten passt. Absolut. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen stöbern und sehen, was mich am meisten anspricht.
Das ist ein toller Plan. Ich bin mir sicher, dass du das perfekte Statement-Armband findest, das zu deinem Stil passt. Ich hoffe es. Es ist so eine unterhaltsame Art, deine Persönlichkeit zu verschönern und zur Schau zu stellen. Stimme voll und ganz zu. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welches du am Ende bekommst. Ich auch. Ich freue mich darauf, den richtigen zu finden. Danke für den Input, Anna. Lektion 21. Den Fang einholen. Guten Morgen, Anna. Hast du gehört, dass die Fischerei in unserer Gegend ein riesiger Wirtschaftszweig ist? Wirklich. Ich hatte keine Ahnung. Welche Art von Fischen treiben Sie hier in der Gegend? Hauptsächlich kommerzieller Fischfang, aber es gibt auch eine große Sportfischerszene. Sportfischen? Worum geht es da überhaupt? Es ist, wenn Leute auf Boote gehen, nur um Spaß am Fischen zu fangen, nicht um Profit zu machen. Ah, ich verstehe. Also verkaufen Sie den Fisch nicht, Sie tun es nur für den Nervenkitzel? Genau. Sie verwenden spezielle Routen und Rollen, um zu versuchen, einige große Fänge zu landen. Das klingt wirklich aufregend. Nehmen hier viele Leute am Sportfischen teil? Ja, es ist eigentlich ein ziemlich verbreitetes Hobby. Viele Leute gehen an den Wochenenden aus, um ihr Glück zu versuchen. Das ist so cool. Ich habe noch nie gefischt, aber es scheint, als könnte es eine Menge Spaß machen. Du solltest es auf jeden Fall ausprobieren. Es ist eine großartige Möglichkeit, Zeit im Freien zu verbringen und sich zu entspannen. Vielleicht muss ich das einfach tun. Wissen Sie, wo die besten Orte hier sind? Es gibt ein paar beliebte Orte, aber ich habe einen kleinen Lieblingsplatz, der normalerweise ziemlich ruhig ist. Oh, ich würde gerne davon hören. Vielleicht kannst du mich irgendwann dorthin zum Angeln mitnehmen? Unbedingt. Ich zeige Ihnen gerne die Seile und helfe Ihnen, Ihren ersten großen Fang zu landen. Lektion 22. Sushi-Abend. Jo Anna, ich habe Lust auf Sushi. Und du? Oh ja, Sushi klingt absolut köstlich. Toll, dann bestellen wir welche. Ich kenne dieses tolle Sushi-Restaurant, das liefert. Wunderbar, ich bin am Verhungern. Was empfiehlst du uns zu besorgen? Nun, Ihre würzigen Thunfischröllchen und Regenbogenrollen sind ein Traum. Oh, die klingen perfekt. Und vielleicht können wir auch etwas Edamame und Miso-Suppe bekommen. Exzellente Auswahl. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Ich auch. Lass uns nicht länger warten. Mach weiter und gib die Bestellung auf. Ich werde es tun. Ich werde es im Handumdrehen hier haben. Das wird ein toller Sushi-Abend. Ich kann es kaum erwarten. Sushi ist ehrlich gesagt eines meiner Lieblingsspeisen. Hier auch, es ist das perfekte Essen. In Ordnung, die Bestellung ist da, jetzt müssen wir nur noch warten. Klingt gut für mich. Ich bin sicher, das Warten lohnt sich. Auf jeden Fall ist das Essen hier unglaublich. Das war eine großartige Idee.